Ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Hallo Ingrid Diem. Und dann so früh wie möglich komplett authentisch sein. Wenn du wirklich Medizin studieren willst oder Ergotherapie machen willst, kannst du dir vorstellen, dass du in der Früh ins Spital fährst und du hörst im Radio eine Nummer, wo du weißt, du könntest das genauso singen. Haltst du das aus? Dann habe ich mir das so vorgestellt und habe mir gedacht, nein, das halte ich nicht aus. Also so früh wie möglich ganz viele Kilometer machen. Wirklich Kilometer. Nicht warten, bis was perfekt ist zum auf die Bühne gehen, sondern sich dem schnell zumuten. Hallo und herzlich willkommen bei Prosaartig. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Wir befinden uns in den heiligen Hallen von YMI Records hier in Hollabrunn und ich habe heute eine Gästin hier bei mir, um es richtig zu gendern. Und ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Hallo Ingrid Diem. Hallo David. Grüß dich. Die Gästin ist tatsächlich bei uns bisher selten, wurde selten formuliert, da du eigentlich bis jetzt die zweite Frau erst bist, die da ist. Ingrid, bevor wir drüber reden, also du bist hauptsächlich, würde ich einmal sagen, Sängerin, ja, machst viele andere Dinge auch, aber also ich persönlich kenne dich vorrangig als Sängerin und also du hast als Jobsängerin ja gesungen, habe ich ein bisschen geschaut, Wolfgang Ambros hast du, glaube ich, so auf deiner Liste, viele andere Leute, wo du einfach als Jobsängerin auch gesungen hast und aktiv warst. Was war denn eigentlich so dein Werdegang? Wie bist du grundsätzlich zur Musik gekommen? Ich bin zur Musik gekommen über einen Gospelchor, wo ich als Jugendliche eigentlich über die Religion, in der ich damals war, gesungen habe. Und der Chorleiter hat damals, ich glaube, ich war 15 oder 16, gemeint, er glaubt, ich sollte Solo singen, ob ich ihm nicht ein Demoband geben will. Und ich habe mich urlang nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht. Und irgendwann habe ich es ihm dann ganz schüchtern in die Jackentasche gesteckt, eine Kassette noch. Und dann war ich innerhalb von 2 Wochen Solistin. Und wir sind durch Österreich getourt. Das war eigentlich ziemlich groß. Und ich wusste aber nicht, dass das wirklich ein Beruf sein kann. Ich dachte, das geht gar nicht und habe dann nach der Matura die Aufnahmeprüfung zur Ergotherapie nicht geschafft und habe mich bis zum nächsten Jahr halt beschäftigt und in meiner Freizeit dann immer wieder mit dem Chor gesungen. Dann wurde ich in sämtliche Bands reingefragt, weil nach jedem Auftritt haben mich eigentlich irgendwelche Musiker angesprochen. Ich habe eine Funkband, willst du nicht singen? Und dann ich habe mich da gar nicht aktiv drum gekümmert, aber ich war dann eigentlich ständig irgendwo und habe gespielt und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mitgehen will und sie begleiten will. Sie macht die Aufnahmeprüfung am Konservatorium. Sie möchte Jazzgesang studieren. Und ich bin mitgegangen und habe mich dann dort entschieden, ich mache das spontan einfach auch. Also es war eigentlich versehentlich. Und wie ich dann aufgenommen worden bin, gleich nach der ersten Bandprobe, nach dem ersten Nebenfach, hat mich der Lehrer, das war damals der Paul Urbanek. Ja, den habe ich auch gehabt am Konzert. Wirklich? Klavier, ja. Ja. Und wir haben damals ein relativ schwieriges Instrumentalstück gemacht, wir waren 3 Sängerinnen. Er hat gesagt, er hat für uns keine Aufgabe, außer wir denken uns irgendwas aus. Und ich habe nicht mitbekommen, dass er uns beobachtet hat. Und ich habe gleich die Führung übernommen und hatte gleich eine Idee. Und er hat das bemerkt und ihm hat das imponiert. Und er hat mich nachher gefragt, gibst du mir deine Telefonnummer? Und ich habe ihm gesagt, das geht nicht, ich habe einen fixen Freund. Und 2 Wochen später habe ich dann den ersten Chorjob gehabt und habe bei der Doretta Carter gesungen. Und der erste Gig mit ihr war gleich Donauinselfest, Krone Festbühne am Samstag um 20 Uhr vor ganz Wien. Zeit, ja. Also das war eigentlich mein erster Profijob. Das heißt, das war der erste Profijob, gleich mal auf der Hauptbühne, schön. Profijob, quasi ohne, genau, und es war alles ohne Castings, ohne Bemühen, und es hat sich so angefühlt, wie wenn man mir da den Teppich ausrollt. Also es hat sein sollen. Es war Rutschen. Wie kann ich mir das vorstellen, wie sehr ist man da nervös, wenn man noch überhaupt keine Erfahrung hat und dann stehst du auf der Krone-Bühne mit der Doretta? Ja, es war eigentlich total lustig. Ich habe nur gehört, Krone-Bühne, und ich war davor nie
am Donauinselfest. Okay, ja. Ich habe das nicht gewusst und ja, wir haben dann Soundcheck gehabt und ich habe mir gedacht, das Schon ist aber groß. ne? Aber es war ja ein leerer Platz. Ich habe da Ja, klar. Und dann haben wir nach dem Soundcheck irgendwann ist mir eingefallen, ich will noch eine Wasserflasche auf die Bühne und wollte schnell noch rauf. Und die Doretta hat gesagt, nein, das machst nicht du. Du gehst zu einem Roadie und sagst ihm, er soll es da hinstellen. Und ich habe mir gedacht, wie erkenne ich jetzt einen Roadie? Dann ist da dann ein Herr gestanden, hinten Backstage in kurzer Jean und oben ohne. Und ich habe mir gedacht, das ist sicher ein Roadie. Dann hat die Doretta gesagt, ich muss ganz selbstbewusst mit dem sprechen, damit dem klar ist, er soll das tun und damit er mich ernst nimmt. Und ich bin hin und habe ganz selbstbewusst formuliert, dass er mir das Wasser auf die Bühne stellen muss, ganz dringend, weil ich bin Sängerin. Und hat das so übernommen. Ja, sehr sympathisch. Und es war so peinlich, weil das war der Sänger von Smokey. Die der Hauptakt waren. Die waren nach uns. Also Alice, who the fuck is Alice? Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, honey, I don't speak German. Und ich habe das nochmal auf Englisch gesagt. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, Somebody das muss man jetzt da auf Englisch auch noch reden. Und dann hat er gesagt, dann hat er tatsächlich, und das ist ja genial, weil eben, wenn du so bekannt bist, da hast du meistens keine Allüren mehr. Und ich mit 17 habe da weiß Gott geredet. Und er hat mir tatsächlich das Wasser auf die Bühne gestellt. Das ist aber großartig. Das ist wirklich geil. Ja, und wie wir dann runterkommen sind von der Bühne, stehen sie unten und ich denke mir, der Roadie, nice, und winke ihm. Und auf einmal habe ich dann gecheckt, dass er der Sänger ist und dass er eigentlich am Samstag vom Donauinselfest der Main Act ist. Und das war so eine gute Demutschule gleich am Anfang. Das habe ich nie wieder ist mir sowas passiert und das war auch total, witzig im Nachhinein. Und ich habe erst auf der Bühne selber gecheckt, wie groß das eigentlich ist. Und ich war total abgelenkt, weil auf einer riesen Wall waren wir auf einmal groß eingeblendet und naja, klar. es war ziemlich heftig, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich mag das. Ich blühe da auf, ich gehe nicht ein, also meine Leistung wird da nicht schlechter, sondern wird besser, wenn wer zuschaut. Gut, das war absehbar, weil ich habe als Kind immer, habe ständig irgendwas organisiert, wo wir irgendein Kinderzirkus oder sowas. Also es hat mir immer Publikum organisiert oder Demos. Und was bei dir auch so, weil das war bei mir so, ich hab auch meine ersten Fernsehauftritte mit 12 gehabt und dann mit 13 bei der großen Chance. Und ab dem Moment war der Kass gegessen irgendwie. Es war klar, dass ich nie wieder irgendwie was anderes machen werde. Also war das bei dir auch so? Dass du so das Gefühl hattest, okay, das ist es jetzt einfach. Also natürlich gab es dann Zwischenstationen auch, weil die Eltern das ja auch oft ein bisschen anders sind. Aber war für dich auch klar nach diesem Auftritt, okay, Musik, was sonst? Ja, also es waren eigentlich zwei andere Situationen, aber stimmt, es war für mich auch der Cast gegessen, wie du das so schön sagst, weil wie ich noch überlegt habe, will ich wirklich Gesang studieren und meine Eltern natürlich total dagegen waren, hat mir ein Freund von meinem Vater, der immer Bassist werden wollte, die Frage gestellt, okay, wenn du wirklich Medizin studieren willst oder Ergotherapie machen willst, kannst du dir vorstellen, dass du in der Früh ins Spital fährst und du hörst im Radio eine Nummer, wo du weißt, du könntest das genauso singen. Haltst du das aus? Dann habe ich mir das so vorgestellt und mir gedacht, nein, das halte ich nicht aus. Und die andere Situation war dieses befriedigende Gefühl, ich war so glücklich immer, wenn ich irgendwo gespielt habe und das kannst du einfach mit nichts vergleichen, wenn du weißt, du bist da richtig. Ja. Das, war mir immer klar, dass also Bühne macht mir keine Angst, ich war immer besser vor Leuten. Ich habe auch als Kind gecheckt, ich habe sehr lange, viel zu lange, 12 Jahre klassisch Klavier gelernt. Und da hatten wir immer diese Wettbewerbe und Vorspielabende. Ja. Und ich habe das gehasst, weil ich spiele nicht gern auf Druck und ich mag auch Wettbewerbe. Ich messe mich nicht gerne mit anderen. Mir geht es immer um die Musik und nicht um ich bin besser. Und das ist nicht mein Ding, was mich anspornt. Und auf jeden Fall habe ich gespielt, da war ein Pflichtstück immer. Und alle 18 mussten dasselbe Stück spielen. Und alle haben das so perfekt gespielt und die schnellen Teile schnell und die leisen leise. Und ich fand das nicht so kreativ und habe das halt immer anders angelegt und habe dazwischen als einzige von allen Teilnehmern immer so Pausen gemacht und ins Publikum geschaut oder irgend sowas gemacht. Und meine Klavierlehrerin hat gesagt, alle klassischen Komponisten würden sich im Grabe umdrehen, aber du hast als einzige die Leute. Und
Und da habe ich gewusst, okay, das ist offensichtlich was man hat oder nicht. Und das habe ich gewusst, das kann ich. Also ich kann einen Saal lesen oder irgendwie spüren und kann eine Verbindung schaffen. Ja. Und das würde mir total abgehen, wenn ich da jetzt alleine irgendwo mit einem Patienten wäre. Jetzt hast du gesagt, du hast Jazz studiert. Wir werden übrigens heute auch noch nicht abdrehen, sondern wir werden heute am Schluss dann auch noch eine geile Session mit der Ingrid hören. Freue ich mich schon sehr drauf, einen Song von dir zu spielen, mit dem Konsti am Schlagzeug, mit mir am Bass. Du wirst Klavier spielen, weil, wie wir gerade gehört haben, kannst du das ja. Und singen, klar. Auf jeden Fall, jetzt hast du eine Ausbildung gemacht. Wie wichtig würdest du es einschätzen für dich, weil es gibt ja viele Zugänge, wie man Musik machen kann. Wie wichtig ist für dich, oder wie würdest du es setzen, wie viel Prozent ist Talent, wie viel Prozent ist dann aus diesem Talent Autodidakt zu wachsen und zu einem Ergebnis kommen und wie viel Prozent ist dann wirklich Handwerk? Kannst du das ein bisschen einchecken für dich? Kannst du das in Zahlen ungefähr jetzt ein bisschen setzen oder ist es... Wie meinst du das jetzt in Bezug auf Studium? Also ob das... Naja, nein, einfach weil du Handwerk gelernt hast. Nicht im Studium. Also nicht so. Sehr schön, ja. Ja, ich finde es gerade bei Gesang, wenn man, so wie ich, jetzt nicht von Haus aus eine super gesunde Technik hatte, finde ich schon super, wenn man sich Hilfe holt, damit man quasi das Handwerk schleifen kann oder damit man seine Naturstimme optimal ausnutzen kann. Ja? Also ich finde schon, dass man so viel Unterstützung braucht, dass man fix kein Halsweh mehr hat. Ja? Und dass man laut singen kann ohne Schmerzen, stundenlang singen kann, dass man lernt, wie kann man Sounds machen. Aber mein Studium hat nur dazu gedient, dass ich unterrichten darf, offiziell, und würde ich nicht mehr unterrichten wollen, auch nicht mehr machen. Da würde ich eher bestimmte, gezielte Privatstunden nehmen, weil ich finde, eigentlich ist das Sinnvollste, so früh wie möglich spielen. Spielen und das entwickeln, mit anderen im Team und dieses perfekte Technik. Ich finde es so viel wichtiger, dass was rüberkommt, dass Leute berührt sind, dass man irgendwas mitnehmen kann. Ich finde das auch immer so schwierig, wenn ich in einer Jury sitze und SängerInnen beurteilen soll. Wonach geht man da? Ja. Die eine singt astrein, das ist eine Technik, die 12 Stunden könnte ich das machen, aber ich merke mir keinen Ton. Und die andere, ja, da könnte man sehr viel ausbessern und ein HNO wird schimpfen, aber ich muss nachher rehren. Und die soll schlechter sein, das ist ja irgendwie verrückt, ne? Das lässt sich ja viel leichter messen, wenn du nur Töne hörst, ne? Weil da kannst du sagen, aha. Also ich finde schon sehr, eine Ausbildung ist gut für, wenn du Mankos hast oder wenn du wo besser werden willst, ja, aber ich finde da genügend gezielte Privatstunden und es ist wichtiger, dass man miteinander was entwickelt. Und für das allgemeine Musikverständnis, jetzt abgesehen von Stimmtechnik, ja. Also ich spiele warum komme ich auf das? Ich komme auf das, weil wir jetzt vor ein paar Tagen telefoniert haben, weil wir jetzt im Juni oder was einen Gig gemeinsam spielen. Das erste Mal übrigens, wir haben noch nie gemeinsam gespielt. Ich freue mich, wir kennen uns schon sehr lang. Ich weiß jetzt gar nicht woher und warum und weshalb, aber wir kennen uns einfach eigentlich schon lang, wenn auch sehr oberflächlich. Also wir sind jetzt nicht irgendwie zusammen in die Schule gegangen oder so, aber wir wissen, wer der andere ist. Und jetzt spielen wir dann endlich einmal gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, ja so, von wem kriege ich die Charts? Also die Leadsheets. Ne? Und du sagst ja, von mir. Sag ich, aha, okay, weil ich dachte, wir kriegen es vom Keyboarder, vom Dave. Ne? Nein, von dir. Und ich habe das noch nie erlebt, dass ich von einer Sängerin Leadsheets kriege. Also das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Ja. Und ich habe jetzt auch Sheets bekommen für dich, von dir für die Session heute, wo dann Ingrid dir steht und so. Und ich habe gedacht, okay, das ist für mich komplett neu. Das heißt, du hast wirklich einen kompletten Plan von dem, was du machst musikalisch. Ich kenne sehr viele saugute Sängerinnen. Das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich kenne aber fast
fast keine Sängerinnen, die so ausgecheckt herkommen und sagen, okay, ich schreibe euch jetzt ein Liedsheet. Ja. Das ist für mich relativ, muss ich sagen, neu und darum frage ich, wie wichtig ist dir dieser Zugang eigentlich, dass du in der Lage bist, einfach komplett, also dass du Musik verstehst, dass du nicht nur Sängerin bist, sondern Musik auch verstehst als vollwertiges Ding in der Geschichte. Ja, das ist mir aus mehreren Gründen ganz wichtig, weil erstens liebe ich Selbstständigkeit. Ich mag nicht immer dann die Bittstellerin sagen, nee, ich habe ein Lied geschrieben, kannst du mir das notieren, sondern ich mag das alles selber machen können und da ernst genommen werden und habe auch gleich am Anfang im Studium gemerkt, ich wollte eine Nummer reharmonisieren, also andere Akkorde, für alle, die das nicht wissen, was das heißt, was ändern, und habe das mit einem Trio geprobt für eine Prüfung. Und die haben mich total ignoriert und der Pianist hat zum Bassisten gesagt, ja, und da spielen wir dann ein G statt ein H im Bass und haben mich da, und ich habe gesagt, Moment, ich habe das absichtlich geschrieben und haben mir dabei bedacht und ihr begleitet mich, ich werde da präsentiert, ihr spielt das bitte so, aber ich muss das nicht gefallen, ich habe euch nicht um eure Meinung gefragt, bitte spielt das so. Und dann was auch total legitim ist, wenn du mit was kommst, na hallo, dann hast du das arrangiert, Punkt. Dann dachte ich halt natürlich, die hassen mich jetzt, aber da muss ich leben. Und die haben mich nachher angerufen, sie haben an dem Tag, glaube ich, 20 Sängerinnen begleitet und wollten dann, dass ich ihre Sängerin werde, weil sie gesagt haben, ich hatte einen Plan und habe den auch verteidigt. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ich weiß ja, wie es klingt und es wäre für mich extrem nervig, wenn ich im Ohr habe, ich will was anderes und ich muss mich da immer so umständlich mitteilen, nein, ich meine ein bisschen höher, nein, ein bisschen tiefer, das wäre mir zu blöd, ich liebe Effizienz und ich möchte mich wo auskennen, ich möchte kompetent sein und ich will da nicht immer diese klassischen, die Frauen wissen das nicht, das würde mich so nerven, in dieser Rolle will ich gar nicht mich befinden, ja. Und das ist ja nicht so schwierig. Ich unterrichte meine Schülerinnen auch alle so. Also ich lasse das überhaupt nicht zu, dass ich dann Mikroständer für sie aufbaue und alles, sondern das wird gleich einmal, wie klappt man das Pult auf? Ja, also auch schon mit bei 11-Jährigen. Ja. Wie rolle ich ein XLR-Kabel richtig zusammen? Und ich habe mein Zeug mit. Und natürlich, wenn ich Sängerin werden will, kaufe ich mir ein Mikrofon und auch ein Kabel und nehme das mit zu Gigs und lerne notieren. Ich in meiner Bubble, wo ich mich befinde, auch arbeitstechnisch, können das alle. Vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass das jetzt immer normaler ist, bei 20-jährigen Sängerinnen, dass die das lernen. Man konnte halt mit Gesang am längsten autodidaktisch auch professionell arbeiten, ne? Was natürlich am Instrument nicht so leicht geht. Ne? Ja. Weil wenn du sagst, ich kann das alles nur hören, dann fallen ganz viele Jobs weg, wenn du nicht nach Chart spielen kannst. Ne? Bei Sängerinnen geht das ja ewig. Ja? Da gilt doch, okay, kann die super singen, kann die super moderieren, dann reicht das vielleicht. Ja? Aber mich würde wahnsinnig stören, dass ich mich dann nicht mitteilen kann und dass ich dann in einer Probe nicht für voll genommen werde. Weil wenn mich wer fragt, in welcher Tonart und ich weiß gar nicht, was der Satz heißt. Was der Tonart ist, ja. So, oder dann sage ich in G, weil G der Anfangston ist. Das ist ja, aber dazu, ich finde das ja auch keine Wissenschaft, das ist ja jetzt nicht so schwierig, dass man sich das mal reinzieht. Ja? Und wenn ich was schreibe, möchte ich es notieren können. Ne? Das war schon mein Anspruch. Du schreibst ja auch alle deine Songs komplett selber, so wie ich das vernehme. Ja. Ich schreibe aber schon lange nichts, weil ich jetzt so dramafrei lebe. Braucht man dazu Drama? Ja, laut Adele schon, ja. Also die Adele hat ja, jede Scheidung war ein Album mit lauter Number-One-Hits und seitdem sie so stabil ist, kommt ja nichts mehr. Okay. Ich habe schon immer urverliebt, urgetrennt, irgendwer ist gestorben, also schon irgendwie, starke Emotionen verarbeitet. Und je pragmatischer, also ich finde schon, es hilft schon, wenn man in einer sehr starken Emotion ist und dann setzt man sich zum Instrument. Wie ist für dich denn so der Unterschied? Das finde ich nämlich auch noch interessant. Dieses Gespräch hatte ich vor 2 Tagen mit der Dennis Malatiali bezüglich Backings singen und Solo singen. Du kannst beides sehr gut. Was machst du lieber und warum? Backings habe ich schon ganz lange nicht mehr gesungen. Ich mache schon ab und zu bei großen Show-Gigs. Ich spiele viel auch mit Carl Avery und so. Dann, wenn er dann was singt, wo ich weiß, dass eine wichtige zweite Stimme im Refrain, bleibe ich auf der Bühne und mache das. Ja, liebe ich. Bei Backings finde ich toll. Da bin ich
prickelnd herausgefordert, mich ans Englisch, an das Phrasing, an den Sound, wie viel Luft hat er in der Stimme, wie anzupassen. Das fällt natürlich weg, wenn ich alleine singe, weil da bin ich Chefitzer, aber das finde ich eine geile Herausforderung, taugt mir, aber so richtig, dass ich ganze Konzerte durchgehend im Chor singe, das habe ich, glaube ich, 15 Jahre gemacht und dann habe ich irgendwann beschlossen, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Aber ich habe es schon geliebt. Es ist mehr Teamfeeling. Es war total spannend. Ich habe oft ich habe mit Uwe Gröber gesungen, mit Wolfgang Ambros, mit der Doretta Carter, dann mit einer Countryband. Wir haben durch, weiß Gott, wie viele Bundesstaaten in Amerika getourt. Und ich habe jeden Tag habe ich Dialekt braucht, dann habe ich Hochdeutsch braucht, dann habe ich Englisch braucht, also UK English, dann Texan, American Drawl und immer andere Betonungen und einmal ganz twangy und dann ganz luftig und dann ganz tief. Und das war für mich eine geile Herausforderung. Also es hat mich total angespornt und ist natürlich weniger emotional und weniger kreativ, sondern eher mehr kognitiv spannend. Und das habe ich gemerkt, irgendwann ist der Drops gelutscht gewesen. Ja. Also ich habe quasi alle, die ich auf der Liste hatte, durchgehabt. Ich habe mir vorgenommen, ich will bei dem singen. Habe dazu aber nichts getan. Ich habe mir das nur vorgenommen und dann habe ich immer einen Anruf gekriegt. Das hat irgendwie auch sein sollen. Und dann habe ich das durchgehabt und gedacht, okay, jetzt ist was anderes dran. Das war super, aber ich würde das nur mehr für also ich würde gerne noch so ein Act wie Jan Delay oder sowas, das wäre noch super. Okay. Das fände ich noch nice. So für einmalig, so Donauinselfest oder sowas, irgendwas Soliges, aber ich hatte einen super Backing-Job und nachdem habe ich mir gedacht, ich glaube, sowas Leibendes kommt nicht mehr und jetzt will ich das nicht mehr. Was war das? Das war zu Silvester, haben wir 2 oder 3 Tage hintereinander mit Doretta Carter, Best of Motown, da habe ich mit den 5 Achtel in Ehrenchor gesungen mit meiner Schwester. Also mit Max Minzliv und mit meiner Schwester. Und das war so perfekt und so super. Und wir haben diese ganzen Motown-Chöre, wo jede Strophe einen anderen Chorsatz hat, im Original auscheckt. Und da habe ich mir gedacht, diese Mühe wird sich nie wieder wer machen, weil das waren so viele Chorproben, es war so perfekt. Das soll jetzt meine Chorpension werden. Okay. Also so, weil allein ist natürlich super, ich kann eine Nummer, wenn ich will, auf 10 Minuten verlängern. Klar. Ich liebe das. Und im Chor bin ich Dienerin und habe das System. Da gibt es eine Struktur und die ist Gesetz. Ja. Genau. Auch immer geschaut, dass die Solistin oder meistens war es oder der Solist spüren, sie haben in mir einen Felsen. Ich lasse sie nicht hängen. Ich schaue nicht, kommt jetzt der Refrain, sondern ich singe das auf die Eins. Also das wird passieren. Du kannst machen, was du willst, ich bin da. Und das ist eine andere Funktion. Und wenn ich vorn bin, dann ist das wie so ein Schweben. Dann habe ich keine Verantwortung. Also eigentlich schon, aber eine andere. Ja. Also für mich ist das eigentlich schon leichter. Ja. Weil da bestimme ich alles. Und im Chor muss ich zuhören und mich einfügen. Also ich finde, Chor ist eigentlich, wenn man es auf einem hohen Niveau macht, schwerer. Sehe ich auch so, ja. Also einfach gedacht ist es leichter, aber ich meine, auf dem Niveau, auf dem ich es interessant finde, ist es schwerer. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Bevor ich dich jetzt für eine Sache, die du gemacht hast, in den Himmel lobe und huldige, möchte ich dich bitten oder dazu auffordern, schreib doch deine Meinung zu gewissen Themen drunter. Erstens, weil es uns interessiert und andererseits aber auch, weil es den Algorithmus ein bisschen auch in die Höhe pusht. Like diese Sendung und abonniere uns, die Glocke und was man alles auf YouTube machen kann. Wäre super, unterstützt uns und hilft uns sehr viel. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, es haben die meisten von uns Künstlern, die selber Songs schreiben und machen und produzieren und bla, haben so diesen 1 oder 2 Songs mindestens, wo man der Meinung ist, das war halt eigentlich ein Hit gewesen und man versteht nicht, warum das jetzt kein Hit geworden ist. Ja. Das sieht man vielleicht oft aber nur selber so. Weil man natürlich sein Baby, was man geschrieben hat und produziert hat, natürlich sehr betriebsblind auch bewertet. Dein Song BMI, Body Mass Index, warum ist das kein Hit geworden?
Es ist ein medialer Hit geworden, es ist kein Radio-Hit geworden. Also ich hatte in allen großen Zeitungen teilweise 2 A4 Seiten. Okay, cool. Ja. 3 Monate durchgehend, jeden Tag. Ich bin sogar auf die Berliner Fashion Week eingeladen worden, dass ich den Song singe. Also von daher hat er super funktioniert. Ich wollte ihn ja auch gar nicht einmal veröffentlichen, eben was so lustig ist. Es ist mir vorgekommen, so wie Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin, was für ihn so ein Spaßlied war eigentlich, ja, wenn man sein ganzes anderes weggeht. Für mich war es eben auch, ich wollte nie meinen Humor und meine lustige Seite quasi auf die Bühne bringen, weil ich immer dachte, das ist so unseriös und ein Grad vor peinlich. Ja. Und habe bei meiner CD-Präsentation von meinem Album hat mir noch eine Zugabe gefehlt und ich habe einfach nur lustig, schnell zu Hause meinen wahnsinnigen Diätenfrust innerhalb von, weiß nicht, kam so in einem, ja, verarbeitet zu einem Song und habe dann mit der Band gesagt, wenn wir noch eine zweite Zugabe brauchen, machen wir noch das. Und alle, das ist ja ganz anders. Und so nicht, ja, ich weiß, aber ich probiere es mal. Und dann haben wir noch eine zweite Zugabe gebraucht und bei meiner Albumpräsentation war BMI die zweite Zugabe. Und dann kam ich nach Hause und hatte 67 Nachrichten von Frauen, die ich nicht kannte. Bitte, auf dem Album ist ja gar nicht dieser Song, wo ist denn der? Weil ich muss den noch einmal hören. Denke ich mal nämlich, ja. Und ich habe mir gedacht, was, das ist das einfachste Lied. Wieso? Naja, so einfach finde ich die Nummer es ist auch gar nicht so. Ja, vor allem auch mit der Modulation. Da geht es dann rhythmisch auch ordentlich ab und so. Also, ja, es ist auch gar nicht so leicht zu singen. Viele Modulationen auch und so, ja. Das stimmt. Aber ja, dann habe ich mir gedacht, ich war finanziell schon urausbrannt, weil du weißt, wie viel eine Albumproduktion kostet und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt schon wieder, ich kann jetzt nicht schon wieder Nummer produzieren und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es nur mit Live-Musik, ich tue es nicht ausproduzieren, wirklich nur in einem aufnehmen, damit ich das abspeisen kann. Ja. Und dann auf einmal, ich habe das nur so angekündigt, habe ich mir gedacht, ich mache ein Musikvideo, weil der Text bietet sich irgendwie so an, weil alle anderen waren so auf Liebe aufgebaut. Das Video ist auch sehr geil, muss man Das sagen. Video war wirklich lustig und auf einmal ist das so viel geteilt worden. Und dann war ich am nächsten Tag in der Heute die Ikone der Anti-Body-Shaming-Welle und ich habe mir gedacht, was? Also das habe ich ja gar nicht gesagt. Und es hat sich so verselbstständigt und ich habe lauter Anrufe gekriegt. Und also medial und ich war eigentlich in jeder Fernsehshow, die wir da haben. Aber die Radiostationen haben es nie genommen. Also das Musikvideo ist in allen Fernsehsendern, Zeitungen, das sehe ich auf den Abrechnungen immer. Ja, ja cool. Genau, also so gesehen hat es super funktioniert, aber in den Radiostationen halt nicht. Wie es halt immer ist. Dabei wäre der, glaube ich, auch nicht mal so lang, weil meine anderen sind ja alle ewig lang und ganz pathetisch, aber der halt nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass es deswegen sich so durchgesetzt hat medial, weil es in Wirklichkeit mein authentischstes Lied ist, weil ich eben nicht mehr auf Krampf eine Seite von mir verheimlicht habe, sondern weil ich einfach quasi die Hosen runterlassen habe, alles urehrlich gesagt habe und einfach mein ganzes Ich gezeigt habe. Nämlich, dass ich halt einfach auch Dinge, die mich wahnsinnig frustrieren, halt immer mit Humor auch sehe. Das macht mich auch aus und auch, dass ich meinen Wortwitz und dass ich sehr schnell und gut reimen kann und ich habe das einfach alles dann gezeigt. Ja. Und deswegen hat das, glaube ich, funktioniert. Und es taugt mir auch bis heute. Ich stelle fest, es gibt viele, nehmen wir den Begriff Musiker einfach einmal her, ist ja wurscht, die sind in einer Sache gut, diese Sache machen sie und damit verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Und dann gibt's andere Musiker, Künstler, was auch immer, da denke ich zum Beispiel auch an den Vincent Bueno, den ich schon da hatte, da denke ich an den Dave Camille, da denke ich an den Harry Hauser, da denke ich auch an mich. Wir sind extrem breit eher aufgestellt, also viel Baustellen, wo man sie irgendwie, weil man über diese Breite dann so sein Ding irgendwie macht. Ja. Und bei dir ist das eben auch, genauso wie beim Vince, beim Bueno, dass du Comedy machst. Ja. Das ist ein großes, in der letzten Zeit groß gewachsen bei dir. Ja. Und scheint dir sehr viel Spaß zu machen. Und das letzte Ding, was ich da jetzt verfolgt habe, wo ihr zu dritt seid, finde ich überhaupt, also ich kenne das Comedy-Programm nicht ganz, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, sind einmal musikalisch Bam. Also das ist so richtig gut. Ja.
Und Du meinst die Teilzeit-Divas, gell? ja, genau. Erzähl mal so ein bisschen über deine Comedy-Laufbahn. Ich war 38 und habe bis dahin ausschließlich gesungen und unterrichtet. Also ich unterrichte an der Popakademie seit Jahrzehnten. Und dann war ich an so einem Tiefpunkt in meinem persönlichen, in meinem Privatleben, also frisch geschieden, total fertig, traurig. Und habe gewusst, ich muss mich ablenken, ich brauche ein ganz arges Hobby oder irgendwas, was ganz viel Zeit braucht. Ich muss was für mich tun, damit ich wieder positiver werde, und wusste aber nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich sämtliche Alltagsgeschichten immer in Facebook-Postings verpackt, humoristisch formuliert. Und dann waren so viele, hunderte Kommentare jede Woche, bitte schreib ein Buch, bitte mach ein Kabarett, bitte schreib ein Buch. Und ich habe mir gedacht, wenn das so viele Leute finden, vielleicht kann ich das wirklich, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich so überlegt und war mir nicht sicher, ob ich mich das trauen soll. Und plötzlich kriege ich mit, dass ein Künstler einen Termin in einem Wiener, also im Casanova in Wien, absagen muss und er sich schlecht fühlt und er einen Act empfehlen will und er musste es absagen. Und ich habe ganz schnell, und ich habe mir gedacht, was sagst du? Habe ganz schnell gesagt, sag, ich mache den Termin. Und ich mache dort Kabarett-Premiere. Und es war August. Und es war im Jänner. Und ich hatte nichts, also gar nichts. Ja. Aber ich habe gewusst, ich brauche Druck. Ich kann sehr, 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 sehr gut auf Druck was leisten. Und dann habe ich den Termin wirklich bekommen. Und dann hat der Harry Diem, der heißt auch Diem, wir sind aber nicht verwandt, mich eine Woche später angerufen, wie heißt dein Programm und wann gibt es ein Plakat? Und dann habe ich einfach nur wieder auf Druck einen Titel entworfen, ein Plakat gemacht und es gab noch immer nichts und habe dann aber, also mein Plan ging auf, weil ich mich total konzentriert habe auf das und mir hat das total getaugt und ich war mir nicht sicher, es kann alles passieren. Es kann sein, dass alle nur Buh schreien. Es kann Premiere war ausverkauft. Es war Seitenblicke da, ATV, alles. Und ich hatte unglaublich gutes Feedback. Und ich habe gewusst, das ist jetzt, ich kann das, ich mache das, mir taugt das. Nach Jahren, nach 20 Jahren eigentlich, genau, nach 20 Jahren auf der Bühne immer mit 4 oder 5, meistens Männern hinter mir, plötzlich alleine 2 Stunden. Alles oder nichts. Alles oder nichts, nur reden und ohne Noten, ohne Ding, sondern in einem durch, kann ich den Saal halten, kann ich am Bogen spannen. Und ich habe auch den Anspruch, dass ich nicht eine Episode nach der anderen erzähle, sondern dass ich einen großen roten Faden spanne, dass es einen Tiefpunkt gibt, dass es der besonders berührt, dass es eine Message gibt. Ich wollte nicht einfach nur irgendwelche oberflächlichen Witze erzählen, sondern ich wollte eine Message weitergeben. In jedem Programm habe ich eine andere Message gehabt. Und es war mir wichtig, dass es auch eine Tiefe hat. Und es hat so super funktioniert und es war irgendwie auch sehr entspannend, weil es war leichter als Musik. Ich muss es wirklich sagen, diese Szene ist tatsächlich, hast du es leichter als Musik empfunden? Wesentlich. Interessant. Aber findest du es nicht schwieriger? Also ich habe das jetzt auch einmal probiert und ich habe es schwieriger empfunden, insofern, weil wenn du Musik machst und so schlecht kannst nicht sein, im Endeffekt, dass du nicht einen Mitleidsapplaus zumindest kriegst, ja, und irgendwie überlebst du das. Ja. Im Comedy- oder Kabarettbereich bist du entweder lustig oder du bist es halt nicht. Das stimmt. Und es wird keiner, selbst deine besten Freunde können nicht lachen, wenn etwas nicht lustig ist. Stimmt. Und darum finde ich, dass das wesentlich schwerer ist als es ist also Musik. Die Aufregung und was auf die Bühne, also ein Konzert, gib mir 2 Stunden und ich schreibe ein Konzertprogramm. Ja. Kabarett, bis du ein ganzes Programm auf der Bühne hast, auf dem Niveau, wo ich das jetzt habe, das dauert ein Dreivierteljahr. Ja. Viel länger, viel mehr Aufwand, als ein Konzert zu gestalten. Wobei, wenn man mitplant, wie ich als 16-Jähriger da stundenlang Ella Fitzgerald auswendig gelernt habe und wenn man das mit dazu gibt, dann ist wieder was anderes. Ja. Aber es steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter dem Teilzeit-Divas, auf das du anspielst. Wenn wir den Lockdown nicht gehabt hätten, wäre dieses Niveau nie so hoch, wie es jetzt ist, ja, weil wir einfach wir hatten die Zeit. Ja. Es war so viele Stunden Brainstorming über einen Handlungsstrang und dann das Entwickeln von 3 Charakteren, 3 Dialektiken, 3 Humorarten. Das ist
irre viel Zeit, was die Leute einfach gar nicht mitbekommen. Oder auch wie viel 1.000 Euro man reinstecken muss in eine Premiere, was auch viele gar nicht wissen. Ne? Ja, klar. Die Playbacks, die du produzieren lassen musst, was du dir schneiden lassen musst, die Requisite, jedes Kostüm, das musst du dort nähen lassen, das da. Und dass das einfach ein wahnsinniger... Oder dann nimmst du voll Regiestunden und so. Ich meine, ich spare mir viel Geld, weil ich alles selber schreibe. Also ich weiß, dass sehr viele Kolleginnen haben so Vizeschreiber und so, das habe ich nicht. Ich habe dann meistens nur, wenn es fertig war, 2-mal von einem Regisseur das durchgesprochen, damit er noch sagen kann, der Übergang ist nicht schlüssig und das kannst du nicht sagen, das ist nicht korrekt und also auch so quasi von der Polizei. Wir haben bei den Teilzeit-Divas haben wir am Parkinson-Institut angerufen, ob wir das so sagen dürfen oder ob das verletzend ist und so weiter. Das muss man dann auch alles bedenken. Aber es ist eine tolle Szene und es ist viel mehr Aufregung. Also ich war vor keinem Konzert noch so aufgeregt, wie ich vor jedem Kabarettabend bin, weil du weißt auch nicht, was für Leute jetzt da unten sitzen. Und manchmal Vielleicht musst du passt alles das ändern. überhaupt nicht. Ganz genau. Ich war einmal in Klagenfurt. Mich kannte niemand im Publikum, es war aber ausverkauft. Und es waren nur verheiratete Paare, die jüngsten waren 62. Und mein ganzes zweites Set war geplant über Online-Dating. Und ich habe gewusst, not gonna happen. Dann habe ich gefragt, ob sie Kinder haben, Enkelkinder. Und dann habe ich die Brücke so war, dass ich gesagt habe, ich erzähle euch jetzt, wie sich die kennenlernen werden. Und habe das ganz kurz, habe geschaut, ob es irgendwie geht und habe dann gemerkt, es geht, aber es ist nicht der Burner und habe dann improvisiert überstationäre Spitalsaufenthalte. Weil ich Gott sei Dank in dem Jahr eine OP hatte und da relativ viel Material privater Natur gesammelt habe. Aber das war extremer Stress. Extremer Stress, weil ich gewusst habe, ich kann mit solchen Geschichten, ich schockiere ganz Kärnten. Ja? Also das funktioniert jetzt nicht. Das überfordert alle und das geht nicht. Weil das musste ich halt erst lernen. Ich habe das Programm gespielt vor 30-Jährigen in Wien. Das kannst nicht übersetzen. Nein, du brauchst dann. Ja, und jetzt Publikum. Natürlich, jetzt habe ich 4 eigene Programme am Rücken. Und habe gestern zum Beispiel in Wels dann spontan einen Teil weggelassen und aus meinem ersten Programm einbaut. Da hat mich noch nie vorher wer gesehen, das war egal. Und habe ich gespürt, das braucht jetzt was anderes. Ja. Bevor wir jetzt geile Mucke machen, frage ich jeden Gast und somit auch die Gästin des heutigen Tages. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass wir viele Zuseher und Rinnen haben, die noch recht jung sind und noch recht fresh und irgendwie erst diesen Weg gehen wollen. Und frage dann immer, welchen Tipp hast du denn an Leute, die da irgendwie jetzt diesen Weg noch vor sich haben? Was wäre so deine große künstlerische Lebensweisheit an solche Leute? Tja, wahrscheinlich zuerst einmal das Handwerk so in den Griff kriegen, dass man es reibungsfrei machen kann. Und dann so früh wie möglich komplett authentisch sein und auf sein Bauchgefühl hören. Nicht immer, das ist angesagt, das musst du machen, sondern wenn lustig, das haben wir ja noch nie gehört. Wenn du das Gefühl hast, nein, das bin ich, das ist das Einzige, was sich durchsetzen wird. Das Einzige, egal ob das schon 1000 andere Leute gemacht haben, du kannst nicht irgendwas kopieren und dich das einfach machen trauen. Da hätte ich mir auch viel erspart, ne? Wenn ich nicht immer so viel mitgemacht hätte und mir, weiß Gott, was einreden nicht lassen. So früh wie möglich. Und ich würde auch parallel nicht nur in das Handwerk investieren, sondern relativ auch viel, wenn es notwendig ist, in Selbstwert, in Selbstbewusstsein. Also ich hätte wahrscheinlich früher mit Büchern, mit Therapien und so anfangen sollen, damit ich auf der Bühne stehen kann und man denkt, du musst nicht sagen, dass du meine Stimme magst oder meinen Humor, ja, aber ich war nie peinlich auf der Bühne. Ich habe immer mein Ding gemacht, es war immer Qualität und es war immer selbstbewusst und hat immer Hand und Fuß gehabt. Ja. Das wollte ich mir nie nachsagen lassen und da habe ich wirklich investiert. Also selbst wenn wir mich nicht lustig sind, ich habe eine Berechtigung und das weiß ich. Und mich haut da nichts mehr um. Ja.
Also so früh wie möglich ganz viele Kilometer machen, wirklich Kilometer. Nicht warten, bis was Perfektes zum auf die Bühne gehen, sondern sich dem schnell zumuten. Okay, ja super. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da eine kleine Umbaugeschichte machen und dann einen Song von dir spielen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat es mich sehr gefreut und ich freue mich auch, wenn du wieder einschaltest, das nächste Mal bei Prossartig. Was heißt einschaltest? Wir sind nicht im Fernsehen, das ist eigentlich so eine blöde Angewohnheit. Gell? Wieder draufklickst bei Prossartig. Und jetzt gibt es noch einen coolen Song von Ingrid Diem. Dankeschön, tschüss. Versink in deinen Augen, sie sind tiefer als das Meer. Ich ertrink drin, kannst mir glauben, dass ich mich nicht mal mehr wehr. Ich genieß das Fallen lassen, ich genieß das einfach sein. Und ich lieb's mit dir zu spaßen, bei dir fühl ich mich daheim. Wenn du mich berührst, dann ist, als ob es keine Zeit mehr gibt. Und wenn ich mit dir bin, dann bin ich einfach nur jung und verliebt. Und ich lass das einfach zu, weil man kann sie auch nicht planen. Und Vernunft gibt mal eine Ruhe, ich konnte das alles ja nicht ahnen. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie gibt's nur dich und mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie hab ich dich ganz für mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie oder vielleicht nie. Deine Hände sind so weich und so stark zu gleichen Teil. Und dein Outfit so perfekt, du kannst dich so verdammt gut stylen. Deine Lippen sind so sanft, wenn sie lächeln und mich küssen. Vielleicht hab ich dich erfunden, bloß warum dann das Vermissen? Na, ist noch nicht lang genug, dann geht doch noch immer länger. Eng ist noch nicht eng genug, eng geht doch noch immer enger. Ich mag dich auf mir, in mir haben, ich mag dir so, so gerne sagen, was ich fühl. Oh. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie gibt's nur dich und mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie hab ich dich ganz für mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie oder vielleicht nie. Oh. Und dein Bart, der hat 3 Farben und 3 Worte, die hab ich. Und ich will sie dir jetzt sagen. Ich liebe dich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie gibt's nur dich und mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie hab ich dich ganz für mich. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie oder vielleicht nie. Vielleicht nie.